Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie wir Feiertage in Gruppenkalender eintragen können. Vielleicht habt ihr den Quick-Tipp, den ich vor ein paar Wochen gezeigt hatte, hier zum Feiertage in den eigenen Kalender eintragen gesehen. Jetzt kam dazu von Sonnenschein eine Nachfrage, nämlich wie man diese Feiertage jetzt in den Gruppenkalender einträgt. Und es ist tatsächlich so, dass es dafür in Outlook keine Standardfunktion gibt. Also wir können keine Feiertage direkt in einen Gruppenkalender eintragen, aber es gibt so ein paar Dinge, wenn man die weiß und richtig kombiniert, dann ist es eigentlich sehr einfach, die Feiertage in den Gruppenkalender einzuführen. Und dazu schauen wir uns jetzt einmal noch mal kurz an, wie man die Feiertage in den eigenen Kalender kriegt, dann wie man die ganzen Feiertage als Ganzes sozusagen nehmen kann und als drittes, wie man sie dann in den Gruppenkalender kopiert. Die Feiertage könnt ihr in euren Kalender eintragen, indem ihr über Datei, Optionen, Kalender, im Bereich Kalenderoptionen auf Feiertage klickt, dann das Land auswählt, das ihr braucht, mit einem Häkchen verseht, mit OK bestätigt und damit werden die Feiertage eurem Kalender hinzugefügt. Ihr könnt es jetzt hier auch gleich sehen, Christi Himmelfahrt ist hier eingetragen und hier im Gruppenkalender Office, den ich hier mit angezeigt habe, nicht. Und man könnte den Feiertag jetzt einfach hier rüberziehen und ihn hier rüber kopieren, aber das möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie zigmal machen für das ganze Jahr oder für mehrere Jahre und deshalb lösche ich das gerade hier nochmal. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie kann man die alle auf einmal kopieren. Und dazu muss man wissen, dass man sich den Kalender nicht nur in der normalen Kalenderansicht anschauen kann, sondern über das Menü Ansicht, Ansicht ändern, sich auch eine Liste von den ganzen Einträgen in den Kalender anzeigen kann. Und diese Liste lässt sich nach den Kategorien gruppieren. Ihr klickt also hier auf Kategorien und dann sieht es ungefähr so aus wie bei mir. Vielleicht müsst ihr ein bisschen blättern. Und da gibt es eine Kategorie, die heißt Feiertage, weil, ich mache mal so einen Feiertag auf, weil Outlook beim Eintragen der Feiertage in den Kalender hier automatisch eine Kategorie hinzufügt und diese Kategorie heißt Feiertag. Und dafür ist es egal, ob ihr diese Kategorie in eurer Hauptkategorienliste habt oder nicht. Und damit identifiziert Outlook alle Feiertage und ich kann jetzt zum Beispiel hier auf Feiertage klicken, dafür ist es egal, ob es ein- oder ausgeblendet ist und ich sehe damit, ich habe damit alle Feiertage markiert. Das heißt, jetzt geht es noch darum, wie kann ich die auf einmal in den Gruppenkalender kopieren. Und normalerweise würde ich so vorgehen, ich würde die hier nehmen, würde dann die Steuerungstaste dazu drücken und würde die hier in den Office-Kalender verschieben. Ihr seht, das geht aber nicht, der Kreis ist durchgestrichen. Bei normalen Kalendern geht das, aber leider bei Gruppenkalendern nicht. Und deshalb mache ich das ein bisschen anders. Ich mache einen Rechtsklick hier auf die Gruppe Feiertage, wähle den Befehl Kopieren, wechsle dann in den Gruppenkalender Office, der wird auch als Liste im Moment dargestellt, der ist aber noch leer. Klicke hier in den Bereich, in den Inhaltsbereich für diesen Office-Kalender und jetzt drücke ich die Tastenkombination STRG V. Und damit werden die ganzen Feiertage in den Gruppenkalender eingetragen. Ich kann mir das hier über die Spalte Kategorien nochmal anschauen und da ein bisschen nach oben blättern. Da seht ihr, es sind jetzt wirklich 241 Elemente, also Feiertage. Und ich ändere die Ansicht wieder zurück auf Kalender und gehe mal in die nächste Woche und ihr seht, da ist jetzt Christi Himmelfahrt auch drin. Ich habe jetzt also alle Feiertage, die in meinem normalen Kalender standen oder stehen, habe ich jetzt auch in meinem Gruppenkalender. Also erst alle Feiertage in den eigenen Kalender eintragen, vielleicht sind sie da schon, dann über Ansicht, Ansicht ändern, diese Liste anzeigen lassen und dort auf Kategorien klicken und dann kopieren und in den entsprechenden Gruppenkalender einfügen. Ich hoffe, das hilft euch weiter, vielleicht auch ein bisschen, was das Verständnis für Ansichten angeht. Da wird es demnächst auch ein umfangreicheres Video dazu geben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch hier im Kanal oder abonniert den Kanal. Schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch auf Fragen. Vielleicht kann ich die dann auch in einem Video beantworten, so wie ich das heute hier gemacht habe. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.